Heute zeige ich euch die Elektrolyse einer Salzschmelze. Für den Versuch verwendete ich einen kleinen selbstgebohrten Kupfertiegel sowie einen improvisierten Schmelzofen. Als Ausgangsstoff verwendete ich getrocknetes Kochsalz und als Stromquelle für die Elektrolyse diente eine einfache 12-Volt-Batterie. Der Kupfertiegel wurde an den positiven Pol und eine Kohlenstoffelektrode an den negativen Pol angeschlossen. Um das entstehende Natrium zu gewinnen, benötigt man unbedingt ein hochsiedendes Mineralöl. Pflanzenöle sind hier gänzlich ungeeignet. Mit Hilfe des Bunsenbrenners und meiner Knallgasflamme habe ich dann das Kochsalz eingeschmolzen. Im Gegensatz zu der Elektrolyse einer normalen Kochsalzlösung, von der ich jedem nur dringend abrate, entstehen bei der Elektrolyse vom puren Kochsalz nicht Wasserstoff und Chlor, sondern Chlor und elementares Natrium. Bei der Chloralkali-Elektrolyse entsteht zwar für den Moment gesehen auch elementares Natrium, durch die Anwesenheit von Wasser wird dieses jedoch sofort zu Natriumhydroxid, also Natronlauge, reduziert bzw. umgesetzt. Das Problem bei der Elektrolyse von Kochsalz ist klarerweise, dass dieses nicht elektrisch leitfähig ist. Darum wird es über seinen Schmelzpunkt erhitzt, weshalb das Verfahren auch Schmelzflusselektrolyse genannt wird. Kochsalz ist für dieses Verfahren jedoch eher ungeeignet, da das Natrium aufgrund der hohen Schmelztemperatur von Kochsalz sofort zu brennen beginnt. Andere Salze wie zum Beispiel Lithiumchlorid wären hier wesentlich besser geeignet. Ich hatte jedoch nur Kochsalz zu Hause, weshalb ich es damit probierte. Ich verlinke euch jetzt in der Videobeschreibung ein Video von einem anderen YouTuber, der denselben Versuch mit Lithiumchlorid durchführte. Als das Kochsalz flüssig war, begann ich mit der Elektrolyse. Die Kohlenstoffelektrode fing jedoch an, sich bei den hohen Temperaturen sofort zu zersetzen. Deshalb verwendete ich ab hier einen einfachen Eisennagel. Auf der Oberfläche der Salzschmelze erkennt man bei genauerem Hinsehen aufgrund des Leidenfrosteffektes kleine flüssige Perlen aus brennendem Natrium. Das entstehende Chlorgas scheint teilweise mit anderen Stoffen, eventuell auch etwas unverbrannten Butan, aus dem Gasbrenner zu reagieren. Trotzdem sollte man die Gefahr von Chlorgas nie unterschätzen und das Ganze nur bei ausreichender Belüftung, entweder im Abzug, im Freien oder am besten gar nicht durchführen. Das an der Elektrode gewonnene flüssige Natrium fing an der Luft sofort an zu brennen. Deshalb tauchte ich es so schnell wie möglich in das Mineralöl, um das entstandene Metall mit der Zange abzubröseln. Leider hielten meine dünnen Kupferkabel der hohen Stromstärke nicht länger stand, weshalb ich den Versuch an dieser Stelle abbrechen musste. Der Kupfertiegel scheint sich leicht zu zersetzen, weshalb sich neben Natrium vor allem Kupfer an der Kathode anlagert. Um den Ganzen vorzubeugen, habe ich das Ganze auch mit einem Tontiegel probiert. Dieser bekam jedoch sehr schnell Risse und wurde undicht. Außerdem speichert der Ton zu wenig Wärme, um die Schmelze auf längere Zeit hinaus flüssig zu halten. Mit dem Kupfertiegel hatte ich deshalb bei weitem mehr Erfolg. Die entstandenen Bruchstücke, die ich im Mineralöl gelagert hatte, waren leicht kupferfarben, da wahrscheinlich auch Kupfer der Hauptbestandteil war. Um jetzt zu testen, ob ich wirklich Natrium erhalten hatte, mischte ich etwas Phenolphthalin, einen Indikator, in ein Glas Wasser. Dann warf ich nach und nach etwas der gewonnenen Natriumstücke hinzu. Sofort bildeten sich kleine Wasserstoffbläschen und es entstanden rosa Schlieren. Das Natrium reagiert hier mit dem Wasser zu Natriumhydroxid und Wasserstoff. Aufgrund des pH-Wertes von Natriumhydroxid änderte sich die Farbe des Indikators zu Pink. Einige Wasserstoffbläschen konnte ich sogar entzünden.
Mit Hilfe von Salzsäure kann man dann die Lösung wieder neutralisieren, wobei die Natronlauge mit der Salzsäure wieder zu normalem Kochsalz, also meinem Ausgangsstoff, sowie Wasser reagierte. Somit wäre der Kreislauf wieder geschlossen. Danke fürs Ansehen und wenn ihr Verbesserungstipps habt, wie ich das Ganze noch effizienter durchführen könnte, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.